Zurück ins 21. Jahrhundert. Ein Rückblick aus dem Jahr 2100. Wie werden die künftigen Generationen das 21. Jahrhundert rückblickend sehen? Begeben wir uns auf eine Zeitreise in das Jahr 2100. Unser heutiges Handeln prägt die Geschichte des 21. Jahrhunderts und das Schicksal der künftigen Generationen. Das heutige Handeln ist die Vergangenheit und die Geschichte von morgen. Betrachten wir zwei mögliche Szenarien, entweder fortfahren wie bisher oder die Energiewende forcieren. Szenario 1: Fortfahren wie bisher, more talk, less action. Die internationale Staatengemeinschaft und Europa haben die Pariser Klimaziele der UN-Klimakonferenz aus dem Jahr 2015 verfehlt. Naturkatastrophen, Artensterben, Pandemien, Migration und Blackout der Stromnetze waren Folgen des Klimawandels, die jährlich Schäden in Milliardenhöhe verursachten. Der Temperaturanstieg hatte auch weitreichende Folgen für die Ernährung der Bevölkerung durch Wassermangel und geringere Ernteerträge sowie steigende Preise für Lebensmittel. Durch den um 80 cm gestiegenen Meeresspiegel gingen enorme Landflächen sowie Siedlungsräume verloren. Durch zunehmende Sturmfluten wurden zahlreiche Megastädte an den Küsten überflutet. Rund 1 Milliarde Menschen wurde davon betroffen. UNESCO-Weltkulturerbe wie die Stadt Venedig stehen unter Wasser und drohen zu verfallen. Weltweit stieg die Häufigkeit und die Intensität von Hurricanes, Tornados und Flutwellen, welche die Existenz von Millionen Menschen vernichtete. Durch Hitzewellen starben jährlich mehrere hunderttausend Menschen und zahlreiche Städte wurden unbewohnbar, wodurch Migrationsströme ausgelöst wurden. Durch zunehmenden Protektionismus brach der Welthandel dramatisch ein und führte zu Unruhen, kriegerischen Auseinandersetzungen, vor allem klimabedingt um Wasserressourcen, sowie zu einem Wohlstandsverlust und in der Folge zu Ausschreitungen sowie Bürgerkriegen. Dies bildete in einigen Staaten den Nährboden für extremistische, populistische Parteien und Bewegungen. All dies führte zu massiven wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen und Krisen. In Europa selbst wurden insbesondere im Süden durch Hitzewellen mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius und Dürrekatastrophen sowie großflächigen Waldbränden Gebiete nahezu unbewohnbar. Durch das Abschmelzen der Gletscher und dem Ausfall von Schneefällen gab es im Alpenraum keine klassische Wintersaison mehr, früher ein wichtiger Tourismus-Hotspot und Arbeitgeber. Infolge des Klimawandels gerieten Schutzwälder unter Druck und durch Bergrutsche, Felsstürze sowie Murenabgänge mussten mehrere Alpentäler evakuiert werden. Flüsse mit Niedrigwasser führten zu massiven Problemen der Binnenschifffahrt und in der Energieversorgung. Der Einbruch der Wirtschaft, die zunehmende Arbeitslosigkeit und der soziale Abstieg der Mittelschicht sowie Altersarmut führten zu sozialen Spannungen und Aufständen und vergrößerte auch die Nord-Süd-Spaltung in Europa. Trotz des Bekenntnisses zur erneuerbaren Energie vollzog sich deren Ausbau infolge nationalen Denkens und Widerständen von lokalen Initiativen nicht im erforderlichen Ausmaß. Die globale Temperatur stieg um knapp über 3 Grad Celsius, da viele Staaten zu lange an den fossilen Energieträgern festhielten. Diese Temperaturänderung erfolgte mit einer Schnelligkeit, wie es in den letzten 10.000 Jahren nicht vorkam. Szenario 2: Europäische und globale Energiewende. Less talk, more action. Europa wurde zum Vorbild für die Energiewende und stieg wieder zu einer anerkannten globalen Supermacht auf. Ziel der europäischen Energie- und Klimapolitik war, unter Berücksichtigung der ökosozialen Marktwirtschaft und ohne zusätzliche Steuern, erneuerbare Energie für Wirtschaft, Mobilität und private Haushalte zur kostengünstigsten Energie zu machen. Mit der Ersetzung von teurer fossiler Energie durch kostengünstige erneuerbare Energie wurden die Klimaziele erreicht. Gleichzeitig wurde die Importabhängigkeit von Europa im Energiebereich reduziert. Entsprechend dem Green Deal der Europäischen Kommission bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden, wurde im Rahmen des europäischen Wiederaufbauprogramms nach der Covid-19-Krise insbesondere in ein europäisches Infrastrukturprogramm mit den Schwerpunkten Energiewende und Digitalisierung investiert. Um die Zielsetzungen zu erreichen, war erforderlich, dass erneuerbare Energie dort produziert wird, wo sie am kostengünstigsten in Europa produziert werden kann. Durch ein europäisches Infrastrukturprogramm erfolgte der Ausbau von Windparks am Meer sowie von Photovoltaikanlagen in den sonnenreichen Gegenden im Süden Europas, da dieser Strom am kostengünstigsten ist.
Durch ein Hochspannungsgleichstromübertragungsnetz, ein europäisches HGÜ-Netz entsprechend dem Projekt European Infrastructure Grid, konnte dieser günstige Strom europaweit überall dort zur Verfügung gestellt werden, wo er benötigt wird. Das European Grid ermöglichte nicht nur Wirtschaft und privaten Haushalten geringere Strom- und damit Energiekosten, sondern es konnten insbesondere auch bisher wirtschaftlich schwächere Regionen im Süden und Osten Europas profitieren, die zu wichtigen Energieproduzenten der EU wurden. Gleichzeitig wurden in diesen Regionen, wie insbesondere in Griechenland, im Süden Italiens sowie in Spanien, Portugal, Rumänien und Bulgarien durch Investitionen in Wind- und Solaranlagen Arbeitsplätze geschaffen und Wohlstand generiert. Dadurch wurden diese Regionen enger mit Europa verbunden. Durch diesen Wirtschaftsaufschwung erhielten die Staaten die Möglichkeit, ihre Schulden abzubauen. Gleichzeitig eröffneten sich durch den gestiegenen Wohlstand neue Exportchancen für Europas Wirtschaft in diese Regionen. Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der kritischen Infrastruktur setzt der European Grid nicht auf eine zentrale Stromproduktion, sondern auf eine dezentrale Vielfalt und vernetzte die kostengünstigsten Produktionsstandorte für Energie in Europa mit den Industriezentren. Zudem wurde gleichzeitig neben dem Stromhighway ein Datenhighway entlang bestehender europäischer Verkehrsinfrastrukturen errichtet, sodass Kostenvorteile bei der Errichtung der Netze generiert sowie die Eingriffe in schützenswerte Naturräume durch neue Infrastrukturtrassen vermieden werden konnten. Den Kern bildet der European Grid, eine Aktiengesellschaft, die in Europa ein HGÜ-Netz für die Übertragung von Strom aus erneuerbarer Energie und ein Hochleistungs-Glasfasernetz für Daten errichtete und damit eine zukunftsorientierte Infrastruktur in Europa ermöglichte, die einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Europa einleitete. European Grid ermöglichte es der EU und Europa, noch vor dem Jahr 2050 nicht nur klimaneutral zu werden, sondern durch geringere Energiekosten, eine Verbesserung der internationalen Standortwettbewerbsfähigkeit und höhere Versorgungssicherheit nachhaltig einen höheren Wohlstand zu erreichen. Europa wurde dadurch zum weltweit ersten Kontinent, der seine gesamte Energieversorgung mit erneuerbarer Energie, Strom und grünem Wasserstoff abdeckt. Eine Vollversorgung Europas mit erneuerbarer Energie war in einem europäischen Verbund möglich und volkswirtschaftlich lohnend. Nationale Maßnahmen konnten nur erfolgreich sein, weil auch die anderen Mitgliedstaaten der EU und Europa stark wurden und nationales Handeln durch europäisches Handeln flankiert wurde. Durch Investitionen in eine zukunftsorientierte Infrastruktur, insbesondere in ein europäisches HGÜ-Stromnetz und ein europäisches Hochleistungsdatennetz, hat Europa den Wohlstand der europäischen Bürgerinnen und Bürger nachhaltig gesichert und verbessert, sowie Europas Rolle in der Welt gestärkt. Gleichzeitig wurde ein Auseinanderdriften der wirtschaftlichen Perspektiven der EU-Staaten sowie von Europa vermieden und Frieden und Sicherheit bewahrt. Durch Zusammenhalt und Solidarität ist Europa wieder ein geistiges, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Welt des 21. Jahrhunderts geworden und wurde weltweit zum Vorbild für eine innovative, nachhaltige Entwicklung. Welches dieser Szenarien das 21. Jahrhundert prägen wird und ob wir im 21. Jahrhundert in Frieden und Sicherheit leben können, hängt davon ab, ob und wie wir die heutigen und künftigen ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen lösen können, sowie insbesondere von unserem Handeln heute ab. Ein Schlüssel dazu ist der Umbau zu einer innovativen, nachhaltigen Infrastruktur. Acting for Future muss die Prämisse des politischen Handelns sein. Nur dann wird es uns gelingen, unser gemeinsames Zuhause, den Planeten Erde, zu einem besseren und lebenswerteren Ort für uns und die künftigen Generationen zu machen. Beginnen wir unsere Zukunft innovativ, nachhaltig zu denken und zu gestalten.